Wir schauen uns heute einen 20 Watt Faserlaser an, der an einen vorhandenen Diodenlaser umgerüstet werden kann und wollen natürlich erstmal die Vor- und Nachteile eines solchen Systems anschauen und natürlich, wie die Qualität ist. Ja, ich weiß, ich bin schon ein bisschen spät dran mit diesem Video wieder, aber was lange währt, wird endlich gut. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und wir schauen uns heute gemeinsam einen 20 Watt Faserlaser an, den wir an vorhandene Diodenlaser umrüsten können. Das heißt, alle Atomstack-Besitzer und iCare-Besitzer, die können sich freuen, denn dort passt dieser Laser echt perfekt ran und das wollen wir uns heute einfach mal anschauen. Aber es gibt es nicht nur als Umrüstsatz, sondern man kann diesen Laser, diesen 20 Watt Faserlaser natürlich auch komplett mit Rahmen kaufen. Alles werde ich euch unten mal in der Videobeschreibung einfach verlinken. Aber wie gesagt, wir schauen uns heute erstmal an, wie ist denn die Qualität, was sind es für Vor- und Nachteile. Wir wollen einige Sachen lasern und ich werde euch natürlich zeigen, wie das Ganze in der Software funktioniert, wie ihr das Ganze in Lightburn anbindet, um dann die besten Ergebnisse zu bekommen. Doch wozu brauchen wir denn überhaupt einen Faserlaser bzw. Infrarotlaser? Es ist ganz einfach. Also ein Faserlaser, Infrarotlaser, der hat einen anderen Wellenbereich und der liegt bei 1064 Nanometer. Das heißt, wir können damit andere Materialien gravieren oder beschriften, wie bei einem CO2 oder Diodenlaser. Die haben wir ja einen anderen Wellenbereich. Durch diese 1064 Nanometer können wir zum Beispiel Metallgravuren, Metallbeschriftungen und alle Art von Kunststoffen und kontrastreiche Gravur oder Beschriftung auf zum Beispiel schwarzen Acryl durchführen. Das können wir alles mit dem Diodenlaser und mit dem CO2-Laser eben nicht. Jetzt werden Sie viele sagen, ja, da kaufe ich mir so einen kleinen Flitzlaser, so einen Faserlaser. Ihr kennt es bestimmt, ihr habt es bestimmt schon mal im Internet gesehen. Diese Teile hier mit diesen fest verbauten Linsen. Wir können da nur einen gewissen Bereich gravieren. Umso teurer, umso größer wird dieser Bereich im Endeffekt. Die fangen aber irgendwo an bei 7 cm. 7 auf 7 cm ist natürlich nicht viel. Wer kleine Sachen gravieren will und nur kleine Sachen will, das ist logisch. Das ist ein super Laser, der geht richtig schnell. Ihr kennt diese kleinen Flitzlaser, sage ich immer. Die werden über Spiegel geleitet und das ist natürlich gigantisch. Aber was ist, wenn ich was Großes gravieren will? Ich sage es mal, bezahlbare Laser jetzt mit 11 cm Bereich auf 11 cm oder bis 15 cm, aber da wird es dann schon mal richtig teuer, muss ich sagen. Und 15 cm auf 15 cm ist auch nicht so groß, wenn ich zum Beispiel jetzt mal so ein schönes, großes Schild gravieren will auf Metall oder auf Kunststoff. Dann kommt so eine Zwischenlösung, sage ich jetzt mal, ins Spiel. Wir haben hier einen 20 Watt Faserlaser bzw. Infrarotlaser und ja, das ist das richtig tolle Vorteil dran. Ich habe hier eine Mordsfläche, aber ich habe die Geschwindigkeit einfach von einem Diodenlaser. Das müsst ihr einfach bedenken. Das heißt, er wird nicht so rumflitzen und innerhalb von ein paar Sekunden ist das fertig. Umso größer, umso länger dauert es natürlich. Ja, wo fange ich denn an mit dem Lieferumfang? Es gibt nämlich verschiedenste Varianten. Es gibt die Variante 1 mit Gestell, das ist dann der iCare, das iCare-Gestell mit diesem Herzstück, mit diesem Herzstück, das ist der Laserkopf selber. Das gibt es als komplettes Bundle oder ihr könnt auch dieses Gerät einzeln kaufen, praktisch das Gerät hier mit diesem Laser und könnt es innerhalb von, ich sage jetzt mal keinen 5 Minuten, 4 Minuten einfach den Laserkopf, den vorhandenen vom iCare einfach tauschen und den hier hinsetzen, 2 kleine Kabel anstecken und dieses schwarze Kabel einfach nochmal in dieses Gerät hier stecken und schon seid ihr komplett umgerüstet. Ihr müsst da nichts mehr machen. Aber für die ganzen Atomstack-Besitzer, da gibt es auch noch was Gutes, denn es wird auch noch hier eine Steuereinheit mitgeliefert. Das könnt ihr dann an jedem iCare Atomstack anbauen und es wird alles mitgeliefert, die ganzen Kabel und die ganzen, was ihr einfach dazu benötigt. Es wird auch noch eine Höhenverstellung nochmal mitgeliefert, wo dann dieser Laserkopf hier hinpasst. Das müsst ihr aber dann alles umbauen und darauf werde ich in diesem Video nicht eingehen, denn ich habe jetzt diese Variante hier auf dem Tisch, wo mit dem iCare 36 Watt, den habe ich einfach umgebaut. Wie gesagt, ist in ein paar Minuten erledigt und darauf gehen wir ein und da werden wir auch die Einstellungen dann nochmal genau vornehmen. Für alle Atomstack-Besitzer müsst ihr bitte nochmal in die Bedienungsanleitung reinschauen, wenn es mit der Steuerung ist. Das wird erklärt, wie das Ganze verkabelt wird und der Rest ist dann wirklich absolut gleich. So, aber jetzt kommen wir nochmal zum iCare, zum 36 Watt. Ich habe es ja auch umgerüstet. Das automatische Höhensystem haben wir ja hier drin.
Ihr braucht es nur abschrauben, ihr müsst den Kopf hinschrauben, ihr müsst ein kleines Kabel hier oben einführen und das vorhandene Kabel müsst ihr einfach hier anstecken und das Ganze dann noch verkabeln. Wir haben ja das hier vom iKeer schon dran, da könnt ihr das gelbe Kabel einfach reinstecken und das kommt hier einfach hinten in dieses Gerät rein, dieses USB-C. Und mehr müsst ihr eigentlich gar nicht machen. Den Autofokus, den müsst ihr natürlich abstecken. Dieses Kabel hängt dann hier rum. Müsst ihr halt einfach mal auch irgendwo passend hintun oder anklemmen, damit es nicht irgendwo im Weg rum ist. Mehr braucht ihr nicht machen. Und jetzt kommt's aber, wir müssen einiges noch in der Software machen, damit der Laser richtig funktioniert und vor allem, dass der Laserpunkt auch richtig passt. Jetzt hat der eine oder andere vielleicht schon mal hier so eine coole Platte hier unten durchblitzeln sehen mit einem Koordinatensystem drauf. Ja, das habe ich mir mal drauf gelasert. Das könnt ihr, die ganzen Dateien, die ihr heute im Video seht, Speed- und Power-Tests und dieses Koordinatensystem, das könnt ihr kostenlos auf der Homepage bei mir downloaden. Link findet ihr unten irgendwo in der Videobeschreibung. Ich habe den Laser natürlich schon aufgebaut. Ich habe ihn auch natürlich schon ein bisschen getestet für euch. Nicht, dass ich euch irgendwie einen Mist erzähle, denn wir müssen nur noch einige Einstellungen vornehmen. Und ich muss dazu sagen, die Bedienungsanleitung ist jetzt nicht wirklich der absolute Renner. Deshalb werde ich euch sagen, worauf ihr achten müsst und wie ihr den Laser genau einstellen könnt. Bevor wir aber jetzt ins Lightburn reingehen und uns das Ganze anschauen, Leute, ich sag's in jedem Video von mir, ein Laser ist kein Spielzeug. Auch ein Faser-Infrarotlaser ist kein Spielzeug. Also das heißt, ihr müsst so einiges beachten. Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, baut euch ein Gehäuse außenrum mit einer Absaugung nach draußen. Ihr werdet hier wahrscheinlich auch Kunststoff gravieren und das stinkt, das ist giftig. Also diese Abgase, diese schlechte Luft, die muss einfach nach draußen geleitet werden oder ihr benutzt halt einfach ein Filtersystem, wo dann die schlechte Luft einfach gefiltert wird. Also nicht einatmen. Zweitens, wirklich setzt immer hier eine Brille auf. Diese Brille muss aufgesetzt werden, auch bei einem Infrarotlaser. Schaut da niemals in diesen Strahl rein und gut ist. Jetzt haben wir natürlich hier einen kleinen Nachteil, denn wir haben ein riesengroßes Gerät, was jetzt hier einfach rumsteht. Das müsst ihr vielleicht dann aufs Gehäuse stellen, hinter das Gehäuse stellen. Da müsst ihr halt einfach mal schauen. Aber ein Gehäuse ist eigentlich Pflicht für so einen Laser. Ich werde das Ganze im Video natürlich ohne Gehäuse zeigen. Ich kann es euch nur empfehlen, ein Gehäuse zu bauen oder eins zu kaufen. Denn ich habe einfach eine große Absauganlage über dem Laser stehen, der wirklich alles absaugt. Sollte es jetzt Plastik sein. Gut, bei Metall ist es jetzt nicht wirklich schlimm, außer es ist zum Beispiel verchromtes Metall oder verzinktes Metall. Das ist wiederum giftig, wenn ihr das abgraviert. Deshalb sollte auch bei Metall teilweise abgesaugt werden. Des Weiteren, lasst euren Laser einfach nicht allein. Das heißt, anfangen zu lasern und wegspringen. Nee, bleibt einfach dabei, dann seid ihr eher auf der sicheren Seite und könnt eingreifen. Wir werden so einiges jetzt nachher lasern, wir werden verschiedene Materialien probieren, wir werden Kunststoff probieren, wir werden Metall, Alu und so weiter, werden wir alles mal gravieren und beschriften und werden Speed- und Power-Tests drauf anwenden und da noch mal ganz kurz was erklärt zu diesen Kilohertzzahl. Wir können dort an diesem Zusatzgerät auch noch die Kilohertzzahl einstellen. Der hat einen Bereich von 30 bis 60 Kilohertz und jetzt ganz grob erklärt, umso niedriger die Kilohertzzahl ist, also das ändert die Frequenz des Lasers und umso niedriger sie wird, umso kräftiger wird die Gravur oder die Tiefe im Endeffekt. Also das heißt, wenn wir tiefer gehen wollen, dann müssen wir auf 30 Kilohertz gehen oder kräftiger diese Gravur haben. Und wenn wir jetzt eher auf die Oberfläche kratzen wollen, dann gehen wir jetzt mal so auf 60 Kilohertz. Also das ist jetzt nur ganz grob erklärt, was dieser Unterschied zwischen der Kilohertzzahl ist. Ich habe jetzt mal Lightburn geöffnet und schon mal was vorbereitet, aber da kommen wir gleich nochmal zu sprechen drauf. Das erste, was wir machen müssen, den Laser richtig einbinden. Dazu geht's jetzt, steckt ihr natürlich euren Laser an USB dann an. Geht's auf Gerät hinzufügen und geht's aber bitte hier auf eine manuelle Erstellung. Ich habe das Ganze natürlich schon gemacht. Ich werde es nicht bis zum Ende machen, aber ich zeige es euch trotzdem. Hier wählt ihr GRBL an und geht auf Next, Serial, USB, Next. Hier könnt ihr dann den Namen eintragen. Wie gesagt, ich empfehle euch definitiv ein eigenes Profil anzulegen, weil wir da jetzt einfach einige Einstellungen vornehmen werden und ihr wollt ja nicht auf dem iKeer dann dauernd alles abändern.
So, also ich nenne es einfach, ich habe es hier unten schon genannt, ihr seht es, iKEA 1064 NM, könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Bei den ganzen iKEA-Benutzer könnt ihr die Größe 410 auf 410 eintragen. Beim Atomstack kann ich es jetzt euch leider nicht genau sagen, das müsst ihr einfach probieren, ob auch die gleiche Größe geht. Also ich denke mal, die 400 auf 400 dürften auch funktionieren. Bei jedem Atomstack-Besitzer, beim X30, beim X20 oder so weiter und so weiter. Also, da macht ihr das Ganze auf Next und jetzt könnt ihr vorne links sagen, da müssen wir das Ganze machen. Ich schalte das immer aus, das könnt ihr aber später wieder anschalten, dass der Laser automatisch in die Home-Position fährt. Das mache ich immer aus. Geht es auf Next und dann ist euer Laser angelegt. Dann werdet ihr diesen Laser hier in der Liste finden, klickt ihr ihn einfach an und gut ist, dann taucht er hier unten auf. Dann könnt ihr hier auch die Auswahlliste dann eingeben, stellt sie einfach dann darauf ein und dann nochmal den COM drauf ein. Da ist dann nur einer drin im Endeffekt und dann ist der Laser richtig angelegt. Als nächstes müssen wir in die Geräteeinstellungen gehen. Da müssen wir auch noch eine Einstellung vornehmen und zwar sollte dieser Laserfeuerknopf aktiviert sein. Bitte schaltet diesen erstmal aus. Das zweite ist, wenn bei euch sollte es sein, dass da irgendwann ein anderer Wert steht als 1000 beim maximalen S-Wert hier, dann tragt es doch bitte 1000 ein, weil nur so funktioniert der Laser richtig. Also wenn da 255 drin steht, bitte abändern auf 1000. Als nächstes habe ich mal hier zwei Sachen reingezogen und zwar einmal habe ich hier eine Vektorgrafik, das ist mein Logo in Vektorgrafik und das ist mein Logo in PNG. Denn wir haben auch verschiedene Einstellungen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Vektorgrafik einfach mal gehen und draufklicken, dann ist es wichtig, also das ist bei mir, die Einstellungen waren definitiv so, dass es dann dass ich so die besten Ergebnisse erzielen konnte. Und zwar bei Vektorgrafiken den Konstantleistungsmodus anschalten, den hier. Und gut, und das nächste ist wenn ihr zum Beispiel PNG oder BMB oder halt einfach Bilder lasern wollt, dann würde ich euch empfehlen, das Ganze auf Konstantleistungsmodus auszuschalten. Und was ich noch vergessen habe, ist, dass ihr beim Overscanning einfach mal ein bisschen Prozent eingibt hier. Also ich habe es hier 2%, das ist 1 mm, das dürfte ausreichen. Das müsst ihr auch bei den anderen Sachen alles machen, dass da immer ein Overscanning drin ist. Also das müsst ihr auch aktivieren. Einen weiteren Punkt, den man an Laser bzw. aber nur beim iKEA einstellen müssen, wir haben ja da einen Autofokus. Diesen Autofokus, den stellen wir einfach aus. Sprich, ihr geht jetzt da in diese Einstellungen rein, im Touchpad geht es auf die zweite Seite und schaltet den Autofokus einfach aus. Und warum ist das so? Denn das kann nämlich immer sein, wenn ich dann immer in die Startposition fahren will von dem Laser, dann geht der automatisch hoch und justiert das Ganze und fährt dann erst in die Startposition. Das wollen wir ja nicht, dass wir jedes Mal den Laser neu einstellen müssen. Das heißt also ausschalten. Ihr seht jetzt zwei Laserpunkte. Wir müssen jetzt unseren Laser erstmal, wir haben noch nicht justiert, diese Laserpunkte, aber ich zeige euch jetzt mal, wie man den Laser fokussiert. Und zwar ist es jetzt so, wir müssen diese zwei Laserpunkte zusammenbringen und in diesem Fall muss ich den Laser nach unten drehen und ihr seht, die Laserpunkte, die wandern aufeinander zu und ergeben dann irgendwann mal einen schönen Laserpunkt. Jetzt müsste unser Laser fokussiert sein, aber ich gebe euch noch einen kleinen Tipp. Auf manchen Materialien sieht man diesen Punkt nicht relativ schön, wie man jetzt hier gerade sieht, sondern das ist ein bisschen verschwommen. Deshalb dieser Laser-Fokusbereich zwischen Unterseite vom Laser und das zu gravierende Werkstück muss 9,4 bis 9,6 cm betragen. Deshalb habe ich mir einen kleinen Klotz zugeschnitten, der genau in der Mitte ist, also das heißt 95 mm. Und der sollte jetzt da unten reinpassen, passt optimal rein. Und somit kann ich dann auch meine Höhe einfach auf dieses zu passende Werkstück, gravierende Werkstück einfach anpassen. So, jetzt sind wir aber noch nicht fertig, denn wir haben jetzt zwar fokussiert, das Problem ist aber, dass natürlich das hier alles verstellt sein können, diese Positionierlaser. Aber wir wollen das jetzt nicht hier aufschrauben und irgendwie komplett verstellen, denn es lässt sich ja nur auf der Achse hier verstellen, aber nicht auf der Y-Achse und deshalb machen wir das Ganze in der Software bei Lightburn. Und dazu kann ich jetzt euch erstmal empfehlen, nehmt einfach ein Opferblech und legt das Ganze einfach mehr drunter. Ihr habt den Laser ja in die Mitte gefahren und ich sage jetzt mal so,
Jetzt kommt man nämlich zu dem Kreuz. Jetzt gehen wir mal in Lightburn und schauen das Ganze nochmal im Lightburn an. Wir lasern da nämlich das Kreuz drauf, fahren den Laser nochmal absolut in die Mitte und dann wollen wir schauen, wie wir den Versatz einstellen. So, um nochmal sicher zu gehen, um das Ganze in der Mitte zu haben, geht es nochmal auf eure eingestellte Mitte vom Laser. Das heißt, ihr geht jetzt einfach nochmal auf los. Wenn nichts passiert, ist alles gut, dann steht er in der Mitte, absolut. Jetzt habt ihr auch dieses Kreuz, das klicken wir einmal an. Das heißt, dieses Kreuz, seid auch nochmal sicher, dass es in der Mitte ist. Da klickt ihr auf dieses Symbol hier oben, dann ist es auch absolut in der Mitte. Und jetzt stellen wir das Ganze nämlich dann ein. Bei der Linie könnt ihr einfach mal zum Testen, wenn ihr noch keine Werte wisst, einfach mal 5080 eingeben. 30 Kilohertz, das ist total wurscht im Endeffekt. Wir brauchen jetzt einfach mal auf dem Blech dieses Kreuz hier drauf. Jetzt drücke ich auf Start. Der Laser lasert jetzt mal, das hat das Kreuz auch schon gelasert. Und jetzt machen wir das Ganze nämlich so, dass ihr dann gleich nochmal auf Los geht und den Laser nochmal zurücksetzt in die Mitte. Um das Ganze jetzt in Lightburn einzustellen, ihr habt es gesehen, das Laserkreuz war im Endeffekt zu weit rechts, zu weit links oder beziehungsweise der Laserpunkt zu weit rechts. Jetzt geht es dann nämlich da in die Bearbeiten, in die Geräteeinstellungen, geht es auf Zeigerversatz aktivieren. Ich weiß ja meinen Wert gerade und zwar ist es jetzt so, wenn ihr Y auch falsch habt, könnt ihr das natürlich auch einstellen. Und es war Y plus wäre nach oben versetzt, Y minus wäre nach unten versetzt. Bei X ist es jetzt so, wir haben ja X nach links und rechts, müssen wir das Ganze verstellen. Das heißt, X wäre nach minus nach links und X plus wäre nach rechts. Wir müssen das Ganze nach rechts verstellen. Das heißt, ich weiß meinen Wert ja schon. Ihr müsst da ein bisschen rumspielen. Ihr müsst es jetzt einfach messen, am Kreuz messen, wie viel das circa ist. Ihr tragt es in euren Wert circa mal ein. Und zwar habe ich jetzt hier ein 6,80 mm. Punkt, müsst ihr eingeben, Vorsicht. Und dann werdet ihr das Ganze jetzt noch einmal lasern. Das heißt, wie gesagt, ich weiß meinen Wert. Ihr müsst da euch ein bisschen hinarbeiten. X, Y. Und ihr werdet das Blech einfach mal an die freie Position verschieben und ihr werdet jetzt dann lasern. Nochmal den Laser in die Mitte fahren und Start drücken. Ihr lasert es jetzt einfach nochmal. Jetzt geht es dann nochmal auf den Laser in die Mitte setzen und voilà, wir haben doch hoffentlich jetzt alles richtig. Und ihr seht es jetzt direkt, es ist absolut fein justiert, also das heißt, der Laser wird genau da an diesem Kreuz oder an diesem Laserpunkt, Positionierpunkt und Fokussierpunkt absolut dort loslasern. Gut, für die iKear-Benutzer ist auch noch ein Vorteil dran. Ihr könnt den Laser, deshalb habe ich gesagt, Autofokus bitte ausschalten. Ihr könnt nämlich diesen Laser auf- und abfahren. Das heißt, wenn ihr diese Entfernung einstellt, wie viele Schritte er gehen soll, wie viel Millimeter er fahren soll, dann könnt ihr euren Laser hier hoch und runter fahren. Das finde ich auch noch ganz cool. Dann könnt ihr nämlich, wie gesagt, das Ganze auch noch fein justieren, millimeterweise Schritte und damit könnt ihr euren Laser automatisch hoch und runter fahren. Finde ich auch ganz praktisch. Wer möchte, kann sich dann noch dieses Lasergitter, was ich euch erstellt habe, auf ein Opferblech, könnt ihr das Ganze euch noch drauf lasern. Ich finde es ganz cool zum Ausrichten von den ganzen Werkstücken. Das habe ich euch vorbereitet, könnt ihr kostenlos auf meiner Homepage downloaden. Ich würde aber sagen, wir schießen jetzt dann los mit verschiedenen Sachen zu gravieren, Sachen auszuprobieren. Wir wollen mal schauen, wie der Laser funktioniert. Ihr schaut es da erstmal zu. Wir werden das Ganze am Schluss nochmal besprechen, was dabei rauskommt, wie die Qualität ist und so weiter und so fort. Alle Werte, die ihr dann hier jetzt gleich sehen werdet, sind auf der Homepage niedergeschrieben. Da könnt ihr auch noch bitte drauf schauen, wenn euch irgendwelche Werte dazu interessieren. Aber wie gesagt, es sind alles nur Richtwerte. Also viel Spaß und wir sehen uns nachher.
Jetzt haben wir so einiges gelasert und das wollen wir uns gemeinsam natürlich mal anschauen und darüber sprechen. Am Schluss hört ihr von diesem Video natürlich auch noch mein Fazit zu diesem Laser. Wo fangen wir denn überhaupt an? Ich würde sagen bei den Speed- und Power-Tests, denn da haben wir schon etliche Unterschiede. Wir haben hier auf der Seite Speed- und Power-Tests auf den Materialien mit 0,01 Zeilenintervall und wir haben hier was mit 0,05 Zeilenintervall. Da haben wir auch wieder verschiedene Farben im Endeffekt. Wir haben bei beiden aber 30 Kilohertz, das heißt, wenn ihr auf 60, 40 und 50 geht, auf 60 wird es einfach ein bisschen oberflächlicher und bei 30 geht es jetzt in Anführungsstrichen ein bisschen tiefer ins Material rein. Also, ihr seht es beim Zeilenintervall 0,05, da wird es heller und man spürt hier gar nichts. Aber wenn man jetzt zum Beispiel hier mal drüber fährt, man spürt es so richtig. Das ist aber eher erhaben als tief. Und wenn man da mal drüber kratzt, warte mal. Man kann es richtig hören, dass da schon was da ist. Also das ist nicht nur oberflächlich ins Material rein gemalt oder so oder markiert, sondern man spürt hier richtig was. Ich habe jetzt auch mal diese Scheibe hier probiert. Das heißt, ihr seht es ganz schlecht leider. Das da unten ist richtig weiß drauf. Das ist mit 60 Kilohertz gemacht. Und das hier ist mit Zeilenintervall 0,01, aber mit 30 Kilohertz gemacht. Und ihr seht diesen Unterschied von der Farbe her. Das ist schon enorm, was man da einfach einstellen kann. Hier noch ein Beispiel auf Edelstahl, wie wir da die Farben ändern können. Wir haben einmal schwarz und wir haben einmal weiß drauf graviert. Und das ist wirklich hier eher so ein bisschen bisschen oberflächlich hier. Das heißt, man spürt es nicht wirklich, aber hier spürt man so richtig die Gravur im Endeffekt. Ihr seht es genauso hier bei diesem Flaschenöffner. Das ist sowas von detailliert, es ist so klein, das sind ein paar Millimeter und man kann hier wirklich noch alles im Detail komplett lesen. Es ist nichts verschwommen, also da muss ich schon sagen, die Qualität ist echt top, da kann man sich gar nicht drüber beschweren. Entrosten kann ich genauso, ihr seht es jetzt hier auf dieser Seite, da habe ich mein Logo drauf, drauf entrostet. Und es ist ganz gut rausgekommen, muss ich sagen. Das sind jetzt 2 Durchgänge gewesen, aber man kann genauso auch damit auch Münzen reinigen. Also ihr habt es jetzt gesehen, man kann einfach drüber fahren mit 60 Kilohertz. Wie gesagt, die Einstellungen findet ihr auf der Homepage und man kann damit richtig schön auch Münzen reinigen. Auf Kunststoff kommt es auch mal richtig mega rüber, auf weißem Kunststoff. Da müsst ihr euch, wie gesagt, einen Speed- und Power-Test drauf anwenden, um zu wissen, welche Einstellungen ihr habt. Aber wenn ihr da ein bisschen rumspielt, habt ihr dann echt Top-Ergebnisse. Und es kommt ja sowas von schön und genau raus, muss ich sagen. Richtig dunkel und richtig schwarz. Ebenso auf schwarzem Acryl, perfekt diese Gravur, müsst ihr mal schauen. Man kann zwar mit dem Diodenlaser auch schwarzes Acryl ankratzen, sagen wir mal so, aber da schaut es qualitativ nicht wirklich hochwertig aus und diese Gravur auf diesem weißen, diese weiße Gravur auf dem schwarzen Acryl ist doch echt mega. Jetzt kommen wir zu diesem komischen Thema und zwar, warum komisch? Ich habe hier durchsichtiges Acryl und ich habe hier mein Logo drauf bekommen. Das ist sehr, sehr komisch, es sollte eigentlich nicht funktionieren, aber es geht nur auf manchen Acrylarten. Das ist ein gegossenes Acryl. Und es funktioniert. Ihr seht es selber, es hat sowas von toll funktioniert und die Qualität ist echt mega. Jetzt habe ich mir mal ein anderes Acryl bestellt aus dem Internet. Das soll angeblich auch gegossen sein. Aber ihr seht selber, hier habe ich es versucht. Es hat nicht funktioniert. Also es kommt echt auf die Qualität des Acryls drauf an, ob es funktioniert oder nicht. Leider kann ich euch nicht sagen, wo ich das bestellt habe, weil ich es selber nicht mehr weiß. Aber ihr seht, es funktioniert auch. Und da müsst ihr halt selber ein bisschen rumprobieren, ob ihr dieses passende Acryl einfach findet und ob das auch funktioniert bei euch. Stein funktioniert auch sehr gut und da haben wir gleich mal Unterschiede. Hier habe ich es jetzt nur mal oberflächlich graviert, das Ganze. Hier habe ich jetzt 3 Durchgänge gemacht und man sieht oder man spürt so richtig, wie tief es drin ist. Also das ist richtig tief eingebrannt und man sieht da wirklich einen tollen Rand. Also ein Stein geht die Tiefengravur, funktioniert definitiv. Auf Schiefer funktioniert es auch sehr, sehr gut. Ihr seht es selber, das ist wieder ein Top-Ergebnis geworden. Da müsst ihr einfach mit den Einstellungen einfach rumspielen und dann kommt es wirklich toll raus. Wie das ganze Bild bearbeitet worden ist, es steht natürlich auch auf der Homepage. Wie findet ihr den Laser? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein oder vielleicht habt ihr schon eine Art Infrarotlaser oder ein Faserlaser.
Könnt ihr auch mal unten alles reinballern, mit welchen Geräten ihr arbeitet oder ob ihr sowas vielleicht auch kaufen würdet. Natürlich kommen wir jetzt mal zum Fazit dieses Lasers. Vor- und Nachteile. Ein großer Nachteil ist schon mal die Bedienungsanleitung. Die finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sehr, sehr gut. Aber ich habe es euch ja erklärt, wie ihr die besten Ergebnisse mit diesem Laser einfach macht und wie ihr die Einstellungen vornehmt. Der zweite Punkt, man muss natürlich immer jetzt in Gedanken sein, man hat eine riesengroße Fläche zum Gravieren. Das ist schon mal ein super toller Vorteil, der aber auch zum Nachteil wird, denn das ist natürlich jetzt wie ein Diodenlaser. Wir haben da nicht diese hohen Geschwindigkeiten, wie ihr das kennt von diesen Faserlasern, die natürlich auch wieder auf einen bestimmten Bereich begrenzt sind. Wir haben ja da einen Größenbereich Begrenzung und die flitzen da einfach rum, diese Flitzlaser, wie ich dazu sage. Aber es geht halt richtig schnell. Bei diesem Laser ist es halt so, er ist einfach die Geschwindigkeit von einem Diodenlaser. Also das heißt, man braucht ein bisschen Zeit, um größere Sachen zu gravieren. Das ist ganz logisch, also Vor- und Nachteil zugleich. Was mir noch aufgefallen ist, dass ich jetzt keine richtige Tiefengravur in Metall machen kann. Also ein Standardmetall, weiches Metall ist kein Stress, zum Beispiel Gold oder halt irgendwie weiche Materialien, Messing oder so. Da kann ich eine Tiefengravur vornehmen, aber jetzt auf Edelstahl oder auf Stahlblech, ich komme hier nicht in die Tiefe rein, egal wie viele Durchgänge ich mache. Es ist zwar graviert, aber ich kann hier nicht Tiefe richtig gravieren. Das müsst ihr einfach bedenken. Bei Stein und so weiter ist es überhaupt kein Problem. Da gehe ich mit ein paar Durchgängen drüber und ich komme auch hiermit in die Tiefe. So, ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen jetzt mal zeigen können, was ihr mit so einem Faserlaser machen könnt. Natürlich gibt es Vor- und Nachteile, aber das muss jetzt jeder selber für sich entscheiden. So ein bisschen langsamere Geschwindigkeit und dafür halt doch eine große Fläche zu gravieren oder halt dann einen echten großen Faserlaser, wo man wirklich viel Geld ausgibt, der aber nicht so eine riesengroße Fläche gravieren kann. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Mir persönlich gefällt er ganz gut, so als Zwischenlösung zwischendrin. Und wenn man jetzt ein bisschen mehr Zeit hat, dann ist mit dem Laser überhaupt kein Problem, auch Metall zu gravieren, zu beschriften und auch Kunststoff und so weiter. Also mir gefällt er ganz gut, Daumen nach oben. Aber natürlich, wie auch schon erwähnt, das muss ich nochmal erwähnen, diese Bedienungsanleitung finde ich nicht toll, aber geht es einfach nach dem Video und dann funktioniert der Laser echt ganz gut. Und ich würde sagen, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch bitte einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr auch nichts mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.